Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute zeige ich euch mal meine neuen Düfte, die in meine großen Sammlung dazugekommen sind und so weiter und so fort. Sind einige am Start und wir wollen auch gleich loslegen, weil es sind, glaube ich, 15, 16 Stück. Ich muss dazu sagen, ich habe einige schon gut getestet, aber auch noch nicht so richtig drin, war ich noch nicht in den ganzen, Flakons. Aber ich kann einiges darüber erzählen, ganz kurz, ne? Ja, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance aus Hamburg immer noch. So, wir fangen mal mit den ersten an. Und das ist von Mancera, der French Riviera. Ja, die französische Riviera haben wir hier im Flakon. Das ist frisch, das ist spritzig, das ist Zitrone, das ist Mandarine. Es ist einfach im Endeffekt Urlaub zum Aufsprühen mit einem schönen Sprüher. Cremig dazu, kühl. Die französische Riviera vorein. Genial, Sonne und einfach relax. Ein sehr, sehr schöner Duft, der auch sehr potent, finde ich, ist. Das konnte ich schon gut testen. Werden wir sehen, wenn es warm ist, wie er dann ist, aber auf jeden Fall von der DNA her. Also ich habe ja einige frische Düfte in meiner Sammlung, aber der ist doch schon wirklich sehr, sehr schön. Eben dieses spritzige, denn minimal für mich aquatisch, aber fruchtige, leicht süßig, aber dann dieses kühle, so ein leichter kühler Wind, ein Hauch. Also das ist schon richtig schön gemacht. French Riviera. So, dann haben wir den Amber New York oder New York Amber von Bond Number 9. Ja, und das ist ein eingestellter Duft leider. Und der ist auch schon zur Hälfte voll. Normalerweise würden Sie jetzt fragen, seit wann kauft der Dog denn halbe Flakons? Diesen Duft, den habe ich einfach, sag ich mal, mit einem anderen Duft getauscht, und zwar mit meinem Administrator. Der fand den nicht gut und ganz ehrlich, bei mir hat der einfach Dampf. Absolut geiler Duft auf der Haut, bei meinem Administrator nicht. Schöner Amberduft, holzig, leicht frisch. Ein Sprüher habe ich nach 12 Stunden noch wahrgenommen. Richtig schnell, richtig nice. Also der hält richtig heftig. Und ich finde die DNA von Amber, von der Holzigkeit, von der ganzen DNA, bisschen nicht säuerlich, schwer zu erklären, der Duft. Richtig so ein bisschen auch, nicht Barbershop-Feeling, aber so eine Fruchtigkeit, so ein bisschen Barbershop in Fruchtigkeit. Richtig nice. Also New York Amber gefällt mir richtig gut, brauchen wir aber nicht so viel von reden, weil er wurde eingestellt leider. Aber ich habe ihn sehr nice. So, dann kommen wir zu den Club de Nuit Urban Man. Und den habe ich ja letzte Stunde in einem Video gezeigt. Das ist ein Duft, der Aventus und Dior Sauvage in einen Duft vereint. Und was will man da eigentlich falsch machen? Gar nichts. Der Sprüher hätte besser sein können. Aber diese DNA von Fruchtigkeit, von Ananas, denn von dieser Frische, Duschgelartig, funktioniert einfach. Der kommt super gut an, hat eine richtig gute Haltbarkeit, richtig gutes Sillage und ihr bekommt für diesen Duft Komplimente für 20 Euro. Ich habe noch 20 Euro bezahlt und das ist noch nicht, wie gesagt, lange her, ne, obwohl ich nicht immer sofort alle zeige. Ich habe mich auch zurückgehalten, ehrlich gesagt, muss man sagen. Und ja, aber Urban for Man solltet ihr mal testen, wenn ihr Aventus und Dior Sauvage mögt. So, dann habe ich ihn endlich. Jahrelang hat es gedauert, und weil ich ja meine ganze Boss Bottle Reihe eigentlich auch mal voll machen möchte, habe ich ja fast voll, ist der Hugo Boss Bottle Night endlich in meine Sammlung gekommen. In 200 ml und ganz ehrlich, früher mochte ich den nicht. Oder habe ihn einmal gerochen und gesagt, ja, ist nichts Besonderes. Aber ganz ehrlich, geil. Frisch, blau, holzig, bisschen DNA vom Boss Bottle drin und der kommt einfach gut an. Natürlich kommt der gut an, weil Boss Bottle allgemein gut ankommt und dieser Duft auch 200 ml. Nice, normalerweise bin ich kein Freund von 200 ml, aber hier kann man machen und wow, kann nur sagen, super. Und so ein Ausgehen abends sehr cool, ist zwar nicht der stärkste, aber trotzdem ist er sexy. Und denkt dran, es gibt viele Frauen da draußen zum Beispiel, als Beispiel, wenn die euch riechen, die werden euch riechen, weil sie benutzen nicht immer Düfte, so wie ihr jeden Tag. Ja, Boss Bottle The Night ist schon nice. So, dann kommen wir zu einem etwas teureren, das ist der Louis Vuitton Meteor, ja. Und den habe ich mir endlich gegönnt und so weiter und so fort. Eigentlich wollte ich hier gar nicht so viel sprühen, jetzt mache ich es doch.
Das ist ein Duft, der sich ein bisschen oder der bisschen so hinten ranhängt an den Imagination, an den Afternoon Swim, an den On the Beach wahrscheinlich und den ganzen anderen Sommerdüften. Aber Meteor, der einfach so eine Art für mich, so eine Pfefferminz drin, naja, doch was Kühles, Sauberes, bisschen Afternoon Swim Style hat, aber auch wiederum, sage ich mal, auch ja, Imagination so ein bisschen hat. Das heißt, er hat so beides. Er ist vielleicht das Afternoon Swim oder Imagination für Männer. Ein bisschen maskuline, kühle, frische, sehr nice. Erinnert mich auch so ein bisschen an früher. Hat was, muss man mal testen. Und er ist gut stark. Auch der muss sich nicht verstecken. Auch nicht von den Imagination oder Imagination. Also der Meteor, sehr nice. Dadurch, dass das hier natürlich ein Video ist, wo ich neue Düfte vorstelle, werde ich jetzt nicht so extrem reingehen, ne? Weil sonst würde das den Rahmen hier sprengen. So, jetzt haben wir Endless Summer. Den habe ich letztes Jahr nicht geholt. Der war auch immer ausverkauft. Günstig bei Amazon zu holen, Amazon. Und er riecht sehr, 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 sehr dicht am Virgin Island Water von Creed. Natürlich könnte man die DNA und das Tiefe ist natürlich ein bisschen anders oder ein bisschen besser gemacht also beim Creed als hier. Aber ganz ehrlich, 15 € kostet der. Holt euch den jetzt für den Frühling, Sommer. Und wenn ihr die DNA von Virgin Island Water mögt, dann ist das euer Duft. So, dann haben wir hier noch tatsächlich ein Boss Bottle. Und ja, ich komme jetzt schon ganz durcheinander. Meine Fresse, auch den Dog kann das mal passieren jetzt gerade. Das ist der Marine ist das. Ich werde es einblenden. So. Der ist auch neu. Schöne Mandarine, schön Zitrone, holzig dazu. Die DNA vom Boss Bottle. Mein Gott, mich nervt das. Ich bin immer so ein 100%iger. Mich triggert das, wenn ich auf einmal mal einen Namen vergesse, weil so viel Düfte um einen herum. Aber auch hier herrlich gemacht. Schön für den Sommer, schön für den Frühling. Und meine Sammlung von Boss Bottle wertvoller. Ich glaube, so viel fehlen gar nicht mehr. Der neue, da ist ja ein ganz neuer rausgekommen, noch irgendeiner. So. Ja, Vibrant Leather Extreme von Zara. Da haben wir Aventus, aber mit extrem Leder. Und das gibt es ja soweit gar nicht irgendwie. Richtig dunkles, tiefes Leder. Wenn ihr 25 € über habt, dann holt euch mal ein Aventus mit Leder. Vielleicht hat er ein bisschen Absolut Aventus DNA, soll es ja so sein. Das ist schon da, sagen wir mal beides. Absolut und Aventus normal OG, aber mehr finde ich den Aventus OG, aber mit schön richtig tiefen Leder. Zara Vibrant Leather Extreme, sehr nice. Ja, dann kommen wir noch zu einem sehr coolen Club de Nuit Precious One. Und das ist ein sehr guter und eine extrem sehr gute Alternative zum Creed Absolut Aventus. Ja, hier haben wir ihn für 40 €, 50 €, 60 €, 35 €, immer verschieden, aber richtig nice. Nur ein bisschen frischer. Er ist ein bisschen frischer als das Original. Die schwarze Johannisbeer wie beim Original kommt nicht ganz so raus, ist schon da, die DNA ist auch da, aber ja, den solltet ihr auf jeden Fall auch mal testen. So, dann haben wir einen, wo ich gerade gesagt habe, da bin ich noch nicht so drin, den habe ich auch noch nicht getragen. Den habe ich aber hier gesprüht und das ist der Azur Royal. So, und der soll ja erinnern an den Talisman. Hast du nicht gesehen. Ich werde ihn mal einblenden. Und jetzt kommt das, den kenne ich immer noch nicht. Ich weiß, ich muss mir den zulegen, sagen viele. Den habe ich einfach vorgeschlagen bekommen. Nimm den mal und habe ich getestet. Ja, das ist ein sehr schöner Duft. Sehr frisch, aber dann doch so ein bisschen in Erba Pura Style, finde ich. Ob das so sein soll, ich weiß, ich kenne den Talisman nicht. Deswegen kann ich jetzt überhaupt dazu nichts sagen. Man kann das machen, kostet nicht, was heißt nicht, kostet nicht viel. Naja, da sind wir auch bei 50 €. Das ist auch nicht ganz günstig, aber Haltbarkeit gut. Das hatte ich hier zu Hause auf der Haut. Frisch, aber eben sehr fruchtig süß. Ich glaube nicht, dass der Talisman in die Erba Pura Richtung so ein bisschen geht. Ich finde, das geht so ein bisschen in die Erba Pura Richtung. Aber da kann ich nicht so viel zu sagen, weil, wie gesagt, den Talisman kenne ich nicht. So, und dann haben wir ein Orja hier drin und den Solar Flare. So, und das ist ein sehr schöner Mandarin-Honigduft. Der kommt wirklich lecker. Schönes Teil geworden, muss man sagen. Lecker, Honig, lecker, von Feinsten. Frisch, süß, vereint, vieles. Ja, wird in den nächsten Tagen eventuell noch mal öfters vorgestellt oder besser vorgestellt. Auf jeden Fall Honig
Mandarine, bisschen, ja, was Zitrisches, ist elegant, süßlich, sexy, muss man schon sagen. Dann als nächstes What About Me von Lengling München. Das haben wir eine schöne, ja, das ist wirklich, also das ist ein sehr spritziger, also frischer, kühler Duft, der trotzdem eine coole Frucht drin hat, und zwar die hier, die Ume aus Japan. Und erinnert so ein bisschen hintenrum an, könnte man sagen, Roger Parfüms Enigma, nur ohne Tabak und ohne die Cola-Note, sondern wirklich ein Cocktail, schön frisch und spritzig, sehr nice, sehr cool. Lengling München und ja, muss schon sagen, gefällt mir, ist cool und der schreit. Also für einen frischen Duft, cremigen frischen Duft, ist der sehr stark und potent, also und kommt sehr gut an. Dann haben wir einen Simone Andreoli, und zwar Sesti Sorrento. Ja, und da war ich ganz, ja, noch nicht wirklich, wo ich den das erste Mal gerochen habe, das war sehr schwierig. Aber das ist eben, ja, das ist Sesti Sorrento, das ist eine Mandarin, das ist richtig die Schale, Zitronen-Mandarinschale, und das merkt man, das muss man mögen. Vielleicht für viele auch so ein bisschen an WC-Reiniger oder so erinnert das, WC-Reiniger, nicht WC-Stein, WC-Reiniger, das geht aber weg, und umso öfter man diesen Duft trägt und die Wärme oder die warme Luft, beziehungsweise der Frühling und der Sommer kommt ja erst, das kann gut werden, das kann gut werden, da wird umso besser. Am Anfang habe ich gesagt, oh nee, das ist schwierig, aber ne, wie gesagt, Simone Andreoli, auch hier wieder richtig was Gutes hingehauen, muss man so sagen, und stark präsent, also sehr nice. So, und zum Schluss Zararov Cocoloco, wie auch immer, auf jeden Fall, das ist einer der besten Sommerdüfte, habe ich auch schon einzeln vorgestellt, ob ich den hier, ich wollte den einfach hier nochmal mit reinnehmen, weil er neu ist, inzwischen habe ich den ja schon ein bisschen, aber das ist Clementine von Allerfeinsten. Wenn ich jetzt hier wieder sprühe, dann geht mir schon wieder einer ab, ich sage euch das. Oh, ey. Die Süße, diese Süße, die da im Background ist, und dann die Clementine, beste Clementine in Flakon, die bleibt auch eine Weile, geht dann zwar weg, aber dieses süße, sommerliche ist geil. Das ist Virgin Island Water oder Malibu Party in the Bay, obwohl die beiden geil sind, nochmal, ja, in besser, in Vollendung, anders gemacht einfach. Kann man nicht so vergleichen. Sehr nice. Also George, Grüße gehen raus an George. Das ist wirklich von Allerfeinsten. So, das waren meine 9. Es sind noch ein paar unterwegs, die ich gekauft habe. Die sind noch nicht angekommen. Das ist eben so. Und lassen wir so stehen. Auf jeden Fall sind einige dazugekommen. Ich könnte noch zu viel mehr zeigen. Das Problem ist, ich mache dieses Format jetzt nicht so oft mit, was ich hier jetzt neu bekommen habe oder was ich auch gekauft habe. Ja, das seht ihr so. Ich stelle ja alle Düfte so vor in Top-10-Listen oder in Einzelvideos, natürlich auch sehr wichtig. Mache ich ja schon von Anfang an. Und ja, dementsprechend, das letzte Einzelvideo ist der Chorus. Schaut euch das mal bitte an. Also der geht so ein bisschen unter. Guckt euch dieses Video an. Ihr müsst das Video unbedingt mal schauen, was ich da gesagt habe, weil ihr unterschätzt diesen Duft. Unterschätzt ihn. So, schreibt mal runter, welche Düfte habt ihr so neu. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und dann ist Hamburg raus, Freunde.